Warum zieht es plötzlich so viele Menschen ausgerechnet nach Paraguay? Und warum ist bei Impfgegnern momentan Paraguay die Destination Nummer 1? Erwartet sie da wirklich die gewünschte Freiheit? In den letzten Jahren ist die Zahl der Auswanderer nach Paraguay deutlich gestiegen. Manche melden sich aus Deutschland nie ab, manche bleiben für immer in Paraguay, aber es kommen auch sehr viele wieder zurück. Auf die Schattenseite in Paraguay komme ich am Ende des Videos zu sprechen, genau wie auf das Thema Steuern. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gern die Glocke, gebe einen Daumen nach oben und schreibe deine Fragen und Kommentare, Meinungen unten unter diesem Video. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Bleibe unbedingt dran, denn am Ende verrate ich die Schattenseite von Paraguay. Paraguay. Lohnt sich das Auswandern? Wir beginnen einfach mal mit der Einreise. Also im Normalfall ist die Einreise nach Paraguay für deutsche Staatsangehörige mit einem Reisepass, also einem vorläufigen Reisepass oder einem Kinderreisepass möglich. Mit einem Personalausweis oder einem vorläufigen Personalausweis ist die Einreise nicht möglich. Für die Einreise und einen Aufenthalt als Tourist ist bis zu 90 Tage kein Visum erforderlich. Solltest du auf dem Landweg nach Paraguay einreisen, dann achte unbedingt darauf, dass du von den paraguayanischen Einwanderungsbehörden einen Einreisestempel in deinen Reisepass bekommst. Ja, wie sieht es nun aus mit den aktuellen Informationen? Im Normalfall sind für die direkte Einreise aus Deutschland keine Impfungen vorgeschrieben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ja die Erkrankung Covid-19 zur Pandemie erklärt. Deshalb ist es gegenwärtig zwingend notwendig, aktuelle Informationen beispielsweise über das Auswärtige Amt einzuholen. Also es kann sich durchaus täglich was ändern. Deswegen sind diese Aussagen hier in diesem Video heute auch nur eine tagesgenaue Momentaufnahme. Aktuell können sich die Reise- und Einfuhrbestimmungen auch für deutsche Staatsangehörige wirklich kurzfristig ändern. Und das Auswärtige Amt ist leider auch nicht immer über die aktuellen Änderungen informiert. Rechtsverbindliche Informationen gibt es nur bei den Vertretungen von Paraguay in Deutschland. Und das sind aktuell die Botschaft der Republik Paraguay in Berlin, der Generalkonsulat der Republik Paraguay in Frankfurt am Main, der Honorargeneralkonsul der Republik Paraguay in Hamburg, in München-Grünwald und in Stuttgart. Natürlich gibt es auch für Paraguay Corona-Regeln. Bei Einreise muss ein negativer PCR-Test oder ein Antigentest vorgelegt werden und für Ungeimpfte ist eine 5-tägige Quarantäne verpflichtend, die nur mit einem PCR-Test beendet werden kann. Ja, im öffentlichen Raum in Paraguay muss eine Maske getragen werden. Aber wie gesagt, Adressen, Telefonnummer, Öffnungszeiten des zuständigen Amtsbezirks und E-Mail-Adressen findest du auf der Seite des Auswärtigen Amts. Eine Daueraufenthaltsgenehmigung kann man schnell und einfach mit nur einem Antrag bekommen. Der muss in Asunción, das ist die Hauptstadt von Paraguay, mit Reisepass und Einreisestempel sowie weiteren Dokumenten persönlich abgegeben werden. Deutsche Einwanderer genießen in Paraguay ein hohes Ansehen. Wenn du nach Paraguay einwandern willst, dann musst du eine Daueraufenthaltsgenehmigung, die nennt sich Radicación Permanente, und den paraguayischen Personalausweis Cédula de Identidad beantragen. Ich kann kein Spanisch, sorry. Dafür benötigt man den Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig ist, die Geburtsurkunde, Heirats- und Scheidungsurkunde, ein Gesundheitszeugnis, den Nachweis von $5.000 pro Person auf dem Konto einer paraguayischen Bank oder als Eigentümer einer Immobilie in Paraguay. Und dann braucht man ein überbeglaubigtes polizeiliches Führungszeugnis, das nicht älter als 3 Monate ist. Diese Dokumente, die müssen alle auf Spanisch vorliegen und durch das zuständige paraguayische Konsulat beglaubigt sein. Es hilft dir, viel Zeit und Ärger zu sparen,
wenn du dir einen Einwanderungshelfer arrangierst. Dieser hilft dir bei den Behördengängen. Also es hat sich da in Paraguay inzwischen so ein richtiges Einwanderungsmanagement herausgebildet. Die gibt's wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal so. Wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten in Paraguay aus? Ja, also die Lebenshaltungskosten in Paraguay, die sind oft günstiger in Europa. Das trifft natürlich nicht auf alles zu. Also günstig sind die Lebenshaltungskosten nur dann, wenn man sich der Ess- und Lebenskultur des Landes anpasst. Also wer seinen europäischen Lebensstandard nicht ablegen möchte, der ist natürlich auf Importe angewiesen. Importprodukte in Paraguay sind in der Regel doppelt so teuer wie nationale Produkte. Inzwischen ist es aber zum Beispiel in Asunción so, dass du in den Supermärkten eigentlich alles kaufen kannst, was es auch in deutschen Supermärkten gibt. Ja, und die Lebensmittelpreise, die schwanken wirklich auch sehr stark nach Saison. In Paraguay kann man günstig leben. Man kann günstig leben, wenn man sich darauf einstellt. Die Menschen sind außerordentlich nett und hilfsbereit, hat Vor- und Nachteile, comme ci, comme ça, so sind sie eben, die Mentalität. Ja, und es gibt auch deutsche Communities, deutsche Ärzte und Zahnärzte. Das Klima in Paraguay, ja, man kann erstmal generell sagen, also in Paraguay kann man nicht erfrieren und nicht verhungern. Die Temperaturen steigen eigentlich nie unter 0 Grad und dennoch gibt es Winter und Sommer mit wechselnden Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Das Klima ist von der Sache her eigentlich gesund und wohltuend. Ja, in Paraguay ist es ganzjährig warm. Deshalb ist es auch unmöglich, in diesem Land zu erfrieren, das habe ich schon gesagt. Im Sommer steigen die Temperaturen schon mal auf 38 Grad oder mehr. Der Winter, der ist relativ kurz und dauert etwa 2 bis 3 Monate. Die Temperaturen gehen während des Winters nachts auf, 5 bis 10 Grad runter. Selten sind es auch um die 0 Grad. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit empfindet man aber natürlich diese niedrigen Temperaturen im Winter gefühlt kälter, als es tatsächlich ist. Und deshalb friert man eigentlich auch schneller. Viele Häuser sind auch gar nicht auf diese niedrigen Temperaturen ausgelegt, sind schlecht oder eigentlich gar nicht isoliert, haben keine vernünftigen Feuerstellen und oft auch keine Öfen. Ja, das kann schon mal etwas fröstelig und auch sehr ungemütlich werden. Unterm Strich gesehen sind das aber wirklich nur wenige Wochen, vielleicht so an die 30 Tage, an denen es wirklich etwas ungemütlich ist. Ja, denn danach geht es dann gleich wieder hoch auf bis zu 30 Grad. Das Frühjahr beginnt dann so ab September mit sehr angenehmen Temperaturen und die Monate Dezember, Januar und Februar fallen in der Regel etwas heißer aus. In diesen Monaten freut man sich dann wieder über eine Klimaanlage. Also es herrscht tropisches bis subtropisches Klima, kann man sagen. Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus? Also in den vielen ländlichen Gebieten ist die Gesundheits- und Notfallversorgung unzureichend. Asunción, die Hauptstadt, bildet da eine Ausnahme. Die medizinische Versorgung also ist mit unserem europäischen technischen und hygienischen Standards nicht vergleichbar. Grundsätzlich ist eine medizinische Versorgung aber in Paraguay gegeben. Es gibt viele deutschsprachige Ärzte und Dienstleister. Allerdings ist das natürlich auch eine Kostenfrage. Deshalb ziehen es viele Einwanderer auch vor, sich bei größeren Eingriffen in der Heimat behandeln zu lassen. Das ist wirklich so. Paraguay ist kein Sozialstaat, hat aber im Gesundheitswesen auch einen staatlichen Bereich, ja, kann man so sagen. Grundsätzlich ist eine medizinische Versorgung gegeben und die Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern ist kostenlos. Es gibt ein gutes privates Gesundheitssystem, also sehr gute private und auch sichere Krankenkassen. Der Abschluss einer privaten Krankenversicherung, den empfehle ich daher ganz dringend. Also es gibt da auch sehr, sehr viele verschiedene Anbieter. In Paraguay gibt es sehr viele gute deutsche Ärzte und Zahnärzte, also die in Deutschland ausgebildet wurden, aber auch generell gute Ärzte und Zahnärzte. Und wenn man sich so einen Einwanderungshelfer arrangiert, der hilft einem auch bei der Wahl der Krankenkasse. Die Sprache. Die Amtssprache in Paraguay oder Amtssprachen sind Spanisch und Guarani. Egal, wohin du auswanderst, ist es immer von Vorteil, wenn du die Sprache des Landes sprichst
und alles verstehst. Das ist nämlich viel einfacher im Leben in diesem speziellen Land. Und so ist es natürlich auch in Paraguay. In manche Länder darf man nur einreisen, wenn man die Landessprache in Wort und Schrift beherrscht. Das ist zum Beispiel in Kanada so. So krass ist es natürlich in Paraguay nicht. Es ist nicht zwingend notwendig, dass man die spanische Sprache kann. Im Land gibt es ja auch deutsche Kolonien. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du kein Spanisch lernen musst oder solltest. Also es ist wirklich immer viel, viel besser, wenn man die Sprache des Landes beherrscht. Vor einer geplanten Ausreise ist es auch immer sinnvoll, 3 bis 6 Monate in Paraguay zu verbringen. Also da wäre es ja natürlich sinnvoll, erstmal eine Sprachreise nach Asunción zu buchen. Da kann man gleich vor Ort das Spanisch lernen, das in Paraguay auch gesprochen wird. Solch eine Sprachreise beinhaltet denn neben den Sprachkursen auch Themen zur Kultur und Geschichte des Landes, und das ist immer ein weiterer Vorteil. Ja, vor Antritt der Reise ist auch ein Grundkurs in Spanisch an der Volkshochschule in Deutschland empfehlenswert. Das erleichtert dir unheimlich den Einstieg. Also es ist wirklich blauäugig, so ohne Vorbereitung, ohne dass man nie in dem Land gewesen ist, ohne dass man die Sprache spricht, einfach dort einzureisen und in Deutschland die Zelte spontan abzusprechen. Also Spanisch lernen ist auch eine Investition für das Leben, denn Spanisch ist weltweit gesehen auf Platz 3 der meistgesprochenen Sprachen. Und in Südamerika und Mittelamerika wird eigentlich komplett Spanisch gesprochen. Eine Ausnahme mit Portugiesisch bildet Brasilien. Wenn du in Paraguay lebst, brauchst du Spanisch, um beispielsweise auch Preise verhandeln zu können, Bustickets zu kaufen oder sonstige Informationen zu erfragen. Also Englisch hilft dir in Paraguay eigentlich überhaupt nicht weiter. Ja, was ist nun mit der Rente? Erwerbsminderungsrenten werden innerhalb der EU ausgezahlt. Da Paraguay ja außerhalb der EU ist, werden Erwerbsminderungsrenten dorthin nicht überwiesen. Die deutsche Rentenversicherung überweist aber die Altersrente direkt auf ein Konto nach Paraguay, sofern man dort ein Konto hat. Mit einem bestätigten Rentenbescheid der deutschen Botschaft kann man sich ein Konto in Paraguay eröffnen und bekommt ganz normal eben eine Bankkarte und eine Kreditkarte. Die Überweisung von Deutschland nach Paraguay ist allerdings sehr teuer und kostet so etwa 70 €, habe ich mir sagen lassen. Bei der Riester-Rente in ein außereuropäisches Land werden die gesamten Förderungsmittel zurückgefordert. Das bedeutet, dass bei jeder Auszahlung dann 15% abgezogen werden. Die Rürup-Rente wird ohne Abzug auf das Konto überwiesen, ebenso die Betriebsrente. Beliebte Orte. Ja, also ich persönlich war noch nicht in Paraguay und kann da keinen Ort besonders empfehlen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass Asunción, die Hauptstadt von Paraguay, sehr beliebt ist. Mal ganz kurzer Ausflug, also die Osthälfte Paraguays wird auch als Oriental genannt und beheimatet mehr als 97% der Bevölkerung. Das ist eben die besonders dicht besiedelte Gegend, eben um Asunción, sowie nahe der Grenze zu Brasilien. Im Norden und Westen des Landes leben etwa nur 5% der Bevölkerung. El Gran Chaco im Westen, der etwa 60% der Republik ausmacht, ist fast menschenleer. Hier lebt nur etwa ein Mensch auf einem Quadratkilometer. Das ist schon ganz schön Wahnsinn, ja. El Gran Chaco hat eine faszinierende Pflanzen- und Tierwelt, ist geheimnisvoll und auch geschichtsträchtig. Dann gibt es eine Menge Kolonien, auch deutsche Kolonien. Die 3 bekanntesten deutschen Kolonien sind Neuland, Fernheim und Menno. Die deutsche Kolonie Neuland, also Colonia Neuland in Spanisch, ist eine Siedlerkolonie in der Region Chaco mit etwa 3000 Einwohnern. Schauen wir uns mal die Vorteile an von Paraguay. Also Paraguay eignet sich sehr gut für Landwirte und auch für Selbstversorger. Als Selbstversorger kann man in Paraguay sehr günstig leben. Es gibt wirklich nur wenige Regularien, wie zum Beispiel das Baurecht. Also Bauen ist völlig unkompliziert. Man kann mit sehr wenig Geld und auch rasch eine Aufenthaltsgenehmigung und mittelfristig auch die Staatsbürgerschaft erlangen.
Dann sind die Menschen sehr nett mit einer ja wirklich unbeschwingten Lebensart. Es gibt bezahlbare Ärzte. Paraguay ist ein NATO-geschütztes Land. Es ist sehr krisensicher mit gewissen Standards. Und es gibt Kraftstoff aus Zuckerrohr. Das ist natürlich sehr umweltfreundlich. Die Nachteile. Also Nachteile habe ich sehr, sehr viel gefunden. Paraguay ist ein Entwicklungsland und in mancher Hinsicht also wirklich gewöhnungsbedürftig. Wenn es zum Beispiel regnet, sind die Straßen eben nicht befahrbar. Auch nicht in der Hauptstadt Asunción. Das ist eben so. Die Infrastruktur, das muss man so klar sagen, ist dritte Welt. Also weder modern noch vielfältig. Und es gibt extrem viel Korruption und auch ein Drogenkartell. Die Drogenmafia kann sehr unangenehm sein. Sie lässt die Felder mit dem Hanfanbau, die in der Regel eingezäunt sind, bewachen. Ja, spaziert man dann versehentlich auf einem nicht eingezäunten Grundstück, kann es schon passieren, dass man erschossen wird. Das muss man schon so krass sagen. Es ist also nicht ungefährlich in Paraguay. Junge, wohlhabende Menschen, auch Deutsche, werden auch schon mal entführt, um Lösegeld zu erpressen. Also so rosig, wie immer alles dargestellt wird, ist es wirklich nicht in Paraguay. Die Kriminalität ist wirklich groß. Dafür gibt es allerdings weniger Bürokratie. In Deutschland ist es genau umgekehrt und in der EU. Ja, schon vor Corona gab es in Paraguay dieses Dengue-Fieber, diese Dengue-Krise. An diesem Dengue-Fieber stirbt man spätestens, wenn es einen das zweite oder dritte Mal erwischt hat. Also die Zahl der Menschen, die an diesem Dengue sterben, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dieses Dengue ist auch als das Knochenbrechenfieber bekannt. Man bekommt extrem hohes Fieber, Gelenk- und Gliederschmerzen und innere Blutungen und letztendlich verstirbt man daran. Aber auch Malaria sollte man nicht unterschätzen. Also wenig Sicherheit wegen der hohen Kriminalität, der Korruption und Tropenkrankheiten. Die Zentralbank, die will den staatlichen Krypto einführen. Also Paraguay wird wahrscheinlich als eines der ersten Länder der Welt diese kryptische Währung einführen und somit wird der Guarani der totalen Kontrolle unterliegen. Damit wird die Freiheit der Bürger natürlich reduziert. Paraguay hat keinen Zugang zum Meer. Für manche ist das ein Nachteil, für manche ist es eigentlich egal. Dann ist das Umweltbewusstsein also nicht unbedingt vorhanden und dementsprechend sieht es auch mit der Müllentsorgung aus. Schöne Länder sind Kolumbien, Panama oder Chile, aber nicht unbedingt Paraguay. Dann schauen wir uns mal die Steuern an. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Paraguay gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Einkünfte aus dem Betrieb internationaler Luftverkehrsdienste, also ein Sonderabkommen. Ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Einkommensteuer gibt es nicht. Wer als Rentenempfänger seinen Wohnsitz in Paraguay hat, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Hat man nur die Rente, ist das Finanzamt Neubrandenburg RIA, also Rente im Ausland, zuständig. Wer neben der Rente noch weitere Einnahmen hat, zum Beispiel Mieteinnahmen, der bleibt bei seinem bisherigen Finanzamt in Deutschland. Man kann aber einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. Dazu brauchst du das Formular Bescheinigung außerhalb EU-EWR, ein Reisepass, Cellular und eine Bescheinigung der paraguayischen Steuerbehörde SET. Also das kann auch online abgerufen werden. Die Gebühr für die Bescheinigung beträgt 25 €, ist zahlbar in Guaranis zum aktuellen Wechselkurs in der Botschaft. Man kann auch auf die Abgabe einer Steuererklärung verzichten und das Formular Verzicht Steuererklärung einreichen. Es hat 2 Seiten und ist in Deutsch und Spanisch. Aber man gibt dann eben, wie gesagt, alles aus den Händen. Man bekommt automatisch einen Steuerbescheid zugesandt und darf eben dann zahlen. Wohnst du als Rentner in Paraguay, wird die Rente der deutschen Rentenversicherung überwiesen, auch wenn das Konto in Paraguay ist, das habe ich schon gesagt, aber das gilt auch für eine Pension. Die Zahlung der Riester-Rente außerhalb der EU verursacht Probleme. Die erhaltene Förderung müssen zurückgezahlt werden, hatte ich auch schon erwähnt, aber dadurch verliert die Riester-Rente natürlich ihre Rentabilität.
Auf Auslandseinkommen wird in Paraguay keine Steuer erhoben. Also alles, was man im Ausland erzielt, die Mieteinkünfte, Zinseinnahmen, die Dividende, Gewinne, eben auch die Rente. Es gilt dieses sogenannte Territorialprinzip. Wenn man Steuern für die Inlandseinkünfte zahlen möchte, und das finde ich so witzig, ja, da muss man erstmal eine Schulung machen für etwa 1 Stunde und sich alles anhören und hinterher auch unterschreiben. Man bestätigt also die Teilnahme an dieser Schulung und erst dann bekommt man die notwendigen Unterlagen, um einen Online-Zugang zu einem eigenen Steueraccount zu bekommen. Ja, ansonsten kann man auch keine Steuern zahlen. Also der Staat kommt nicht von selber auf einen zu. Also das ist in Deutschland undenkbar. Ich fand das so witzig, ja. Und Behördenpost bekommt man in Paraguay so gut wie eigentlich nie. Das geht in Deutschland auch überhaupt nicht. Ja, zusammenfassend kann man sagen, als Urlaubsland ist Paraguay sehr zu empfehlen, weil es wirklich ein sehr, sehr schönes Land ist, mit fröhlichen und total entspannten Menschen. Zum Auswandern finde also ich persönlich es eher nicht geeignet. Das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Die hohe Kriminalität und das Denguefieber sprechen dagegen, also zumindest für mich. Zwar hat man angenehme Temperaturen, die für die Knochen gut sind und überhaupt ein wohltuendes Klima, nicht für alle, aber für viele, aber die Gefahr, an diesem Dengue zu erkranken, ist groß und kann natürlich die Lebenszeit unheimlich verkürzen. Ja, wer will denn das eigentlich schon? Also aus meiner Sicht, betone ich, meine Sicht, ist es eigentlich ein No-Go für Rentner auf Dauer, in Paraguay zu bleiben. Für Urlauber ist es allerdings wirklich schön. Das möchte ich explizit betonen, ja. Paraguay ist wirklich ein wunderschönes Land. Ich habe viel über Paraguay gelesen und ich sehe das alles wirklich bildlich vor mir. In Paraguay kann man, hatte ich schon erwähnt, nicht erfrieren, nicht verhungern. Man erntet 3-mal im Jahr. Die Temperaturen sinken nie, so gut wie nie unter 0 Grad. Die Menschen sind freundlich und relaxed. Ja, aber dennoch täuscht diese Idylle, denn die Kriminalität ist sehr hoch und auch die Mordrate. Es haben sich Organisationen gebildet, die ein Geschäft daraus machen und Leute zum Auswandern bewegen. Also es wird mit deutschen Kolonien gelockt und das Geld wird angeblich treuhänderisch verwaltet. Aber es deutet eher auf systematische Abzocke, sektenähnliche Strukturen und auf ein einträgliches Geschäft hin. Wie viel Freiheit die Destination Paraguay wirklich verspricht, ist aus meiner Sicht wirklich mehr als fraglich. Durch korrupte Polizei und Justiz werden Menschen, die mit friedlichen Absichten nach Paraguay kommen, gern mal eingesperrt, um ihres Vermögens beraubt und die Angehörigen werden abgezockt. Wer also mit den Gedanken an einer Ausreise nach Paraguay spielt, sollte sich wirklich sehr intensiv mit dem Land beschäftigen. Und zwar vorher. Und auch vorher unbedingt vor Ort gewesen sein. Denn Paraguay gehört weder zu den friedlichsten noch zu den sichersten Ländern dieser Welt.